In diesem Video sehen wir die besten Dividendenwachstumsaktien auf der Welt. Aber neben dem hohen Dividendenwachstum von über 10% war mir für diese Auswahl auch noch wichtig, dass ebenfalls die Bruttogewinner um mehr als 10% steigen. Sowohl in jüngster Vergangenheit auf die letzten 3 Jahre im Schnitt, aber auch auf die letzten 7 Jahre oder 10 Jahre im Schnitt. Die Dividenden dürfen in den letzten 10 Jahren nur erhöht worden sein, weder gleich geblieben noch gekürzt. Die Umsätze müssen ebenfalls auf lange und auf kurzfristige Sicht um mehr als 10% pro Jahr im Schnitt gestiegen sein. Und nach der Durchleuchtung aller Aktien auf der Welt durch diesen Screener sind tatsächlich noch 19 Stück übrig geblieben, die all diese Kriterien erfüllen. Und diese 19 gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Es werden gleich Unternehmen kommen, die wirklich aus der ganzen Welt kommen, kleine, große Unternehmen von ihrer Marktkapitalisierung her. Und sortiert habe ich das Ganze jetzt einfach nach Dividendenrendite aufsteigend. Das heißt, am Anfang werden Unternehmen vorgestellt, die eine sehr geringe Dividendenrendite haben und ihr euch vielleicht denkt, ja, Dividendenwachstum schön und gut, aber da kann ich ja 50 Jahre investiert sein. Aber keine Angst, im Verlauf des Videos wird die Dividendenrendite der Unternehmen immer weiter steigen, sodass ihr am Ende des Videos auch mal Unternehmen habt, die eine höhere Dividendenrendite haben. Also bleibt dabei, es wird spannend und es werden viele Überraschungen dabei sein. Und wie immer ist das hier keine Anlageempfehlung. Ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht und in was ihr investiert. Nummer 19 und mit der geringsten Dividendenrendite ist Dollarama Inc. Das ist Kanadas führende Discountkette mit konstantem Dividendenwachstum. Die betreiben nämlich über 1600 Filialen in Kanada und sie verkaufen so Alltagsprodukte zu Fixpreisen zwischen 1 und 5 kanadischen Dollars. Das Unternehmen, das profitiert vor allem durch günstige Einkaufskonditionen in asiatischen Ländern, strenger Kostendisziplin und über eine Beteiligung von Dollar City haben sie auch Märkte in Lateinamerika bereits bedient, unter anderem in Kolumbien, in Peru, Guatemala oder El Salvador. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,23%. Also da muss man schon lange investiert sein, um von hohen Dividenden zu profitieren. Dollarama erhöht aber die Dividende seit 15 Jahren mit einer Wachstumsrate von 14% über die letzten 7 Jahre im Schnitt und 22% über die letzten 3 Jahre im Schnitt. Die Ausschüttungsquote liegt dabei nur bei 8,5%, also da ist noch Potenzial nach oben möglich. Das KGV liegt bei 39, bei einem Jahresumsatz von 6,7 Milliarden kanadischen Dollar und einem Nettogewinn von 1,26 Milliarden Dollar. Laut den Bewertungsmodellen von Investing Pro liegt der faire Wert bei etwa 148 kanadischen Dollar. Das ist aber 19% unter dem aktuellen Kurs, der liegt nämlich bei 183 Dollar. Also laut den Berechnungsmodellen ist Dollarama ungefähr 19% überbewertet. Die Analysten sehen das jedoch ein bisschen optimistischer und erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von rund 199 Dollar und sehen damit noch ein leichtes Aufwärtspotenzial. Nummer 18 ist die Comfort Systems aus den USA. Das ist ein Anbieter für Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme und sie haben ebenfalls ein schönes Dividendenwachstum. Sie warten, installieren oder modernisieren auch die Anlagen für Gewerbe, für Industrie oder auch für Gesundheitsgebäude. Seit 13 Jahren steigern sie bereits ihre Dividende kontinuierlich mit einer Wachstumsrate von 24,6% über die letzten 7 Jahre im Schnitt und 39% über die letzten 3 Jahre im Schnitt. Die Dividendenrendite liegt nur unwesentlich höher als bei Dollarama, nämlich bei 0,24%, bei einer Ausschüttungsquote von sehr soliden 7,7%. Comfort Systems erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 7,7 Milliarden US-Dollar und ein Nettoergebnis, also Nettogewinn von 692 Millionen US-Dollar. Das KGV liegt bei 42 und sowohl Umsatz und auch Gewinn, die zeigen über die letzten Jahre wirklich eine sehr schöne Aufwärtstendenz. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Aktie schon außergewöhnlich stark entwickelt. Wir haben hier einen Kurszuwachs von 2600% erreicht. Damit gehört das Unternehmen schon zu den wachstumsstärksten Titeln in seinem Sektor. Laut den Bewertungsmodellen von Investing Pro liegt der faire Wert bei ungefähr 643 US-Dollar. Das entspricht einem Abschlag, also einer Überbewertung von 22% gegenüber dem aktuellen Kurs von 828 Dollar. Analysten sehen hier aber wiederum mehr Aufwärtspotenzial. Ihr Durchschnittsziel liegt bei 834 Dollar, das liegt noch knapp über dem aktuellen Kurs. Also Analysten sehen das Unternehmen eher fair bewertet. Platz Nummer 17, sortiert nach Dividendenrendite, bekommt Kaplan Point Laboratories. Das ist ein indischer Pharmakonzern mit starkem Wachstum und auch kontinuierlicher Dividendensteigerung seit 16 Jahren. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt auch Generika, Infusionslösungen
und pharmazeutische Formulierungen. Und der Fokus dabei liegt eher auf Schwellenländern, besonders in Lateinamerika und in Afrika. Sie beliefern Krankenhäuser, Regierungen, aber auch Großhändler mit erschwinglichen Medikamenten. In den letzten Jahren hat Caplan Point Laboratories ein sehr stark wachsendes Geschäft auch in den USA aufgebaut, wo es sterile Produkte und auch Injektionslösungen anbietet. Das Geschäftsmodell ist ziemlich breit aufgestellt, sehr interessant und profitiert auch von stabiler Nachfrage im Gesundheitssektor. Aktuell zahlt Caplan Point eine Dividendenrendite von rund 0,3% und steigert die Ausschüttung seit 16 Jahren. Das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich 18 bis 19% jährlich, bei einer Ausschüttungsquote von auch nur rund 8%. Allerdings wird die Dividende in indischen Rupien bezahlt und wenn ihr euch mal den Wechselkurs anschaut, dann seht ihr, dass der Rupien ganz schön abgewertet hat in den letzten Jahren, also kontinuierlich. Denn die Dividende, die ihr in indischen Rupien bekommt, die wird natürlich in Euro dann immer schwächer, wenn das Verhältnis des Wechselkurses auch schwächer wird. Das muss man bei so indischen Aktien oder auch Aktien, die in Währungsmärkten auch gehandelt werden, die ebenfalls zum Euro schlechter laufen. Das muss man da halt echt bedenken. Der Jahresumsatz, der liegt bei 19,9 Milliarden Rupien, der Nettogewinn bei etwa 5,7 Milliarden. Das entspricht einer soliden Nettomarge und einem KGV von rund 27 aktuell. Umsatz und Gewinn zeigen über die letzten Jahre aber ein schönes, stabiles Wachstum. In den letzten 10 Jahren hat die Aktie einen Kursgewinn von über 700% erreicht. Das ist schon ein wachstumsstarkes Midcap im indischen Pharmamarkt. Laut den Bewertungsmodellen von Investing Pro liegt der faire Wert bei rund 1944 Rupien. Das sind rund 2% unter dem aktuellen Kurs und damit ist aber das Unternehmen relativ fair bewertet. Analysten schätzen den fairen Wert wieder etwas höher mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2500 Rupien ungefähr. Platz Nummer 16 geht an die Amphenol Corporation, ein US-amerikanischer Hersteller von Steckverbindungen und Sensoren, der seine Dividende auch seit 13 Jahren kontinuierlich erhöht. Amphenol entwickelt und produziert elektrische, elektronische und faseroptische Steckverbinder, Kabelsysteme und auch Sensoren. Diese Komponenten, die finden sich halt in nahezu jeder Industrie, also in der Automobilindustrie, in Flugzeugen, aber auch in Smartphones, in Rechenzentren und auch in industriellen Anlagen. Der Umsatz verteilt sich geografisch auch recht breit. Rund ein Drittel stammt aus Nordamerika, noch 30% aus Europa und der Rest auch aus Asien. Also Amphenol ist schon stark diversifiziert und in einem Wachstumsmarkt, der jetzt durch den KI-Boom auch weiter wächst, schon gut verhaftet. Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,5%. Das Dividendenwachstum beträgt im Durchschnitt 19,5% über die letzten 7 Jahre und 18% in den letzten 3 Jahren. Bei einer Ausschüttungsquote von rund 23% ist das aber auch noch moderat. Einen Jahresumsatz erzielen sie von 18,8 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar. Das KGV liegt bei 48 und sowohl Umsatz als auch Gewinn sind über viele Jahre hinweg stetig gestiegen und im Moment auch noch verstärkt, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach Datenverbindungen, nach Elektrifizierung und auch nach Automatisierung. In den letzten Jahren hat die Aktie damit ihren Kurs um über 900% erhöht, also es wäre auch ein Ten-Bagger gewesen. Laut den Bewertungsmodellen von Investing Pro liegt der faire Wert aktuell bei 86 US-Dollar. Damit ist das Unternehmen laut Berechnungsmodell um 31% überbewertet, weil der aktuelle Kurs bei 125 US-Dollar liegt. Analysten sind hier wiederum optimistischer und erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von rund 126 Dollar, also ungefähr den Kurs, den wir gerade haben. Und damit sehen Analysten die Amphenol fair bewertet. Wenn euch das Video hier gefällt und ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und gebt mir auch ein Gefällt mir für dieses Video. Das motiviert mich nämlich ungemein, weitere Videos zu drehen und ich nehme den Aufwand auch gerne in Kauf. Mit Platz Nummer 15 kommen wir zu einem deutschen Unternehmen, nämlich zur Nemetschek AG, ein deutsches Softwareunternehmen aus München. Nemetschek, die entwickeln Softwarelösungen für die Bau- und Architekturbranche. Das Kerngeschäft ist dabei die Digitalisierung des gesamten Bauprozesses, von der Planung über die Konstruktion bis hin zum Gebäudemanagement. Und die Kundenbasis ist aber hier auch international. Rund 2/3 des Umsatzes stammen nämlich aus dem Ausland, insbesondere auch aus den USA und anderen europäischen Ländern. Die Dividendenrendite liegt hier ebenfalls nur bei rund 0,5% und seit 12 Jahren wird die Dividende jährlich erhöht. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 12% über die letzten 7 Jahre und 17% über die letzten 3 Jahre. Also gerade zuletzt ist die Dividendensteigerung auch nochmal höher ausgefallen.
Die Ausschüttungsquote liegt bei 34%, das ist noch solide. Nemetschek erwirtschaften rund 1,1 Milliarden Umsatz und generieren einen Jahresüberschuss von 190 Millionen Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 63, also schon etwas sportlich bewertet. Umsatz und Gewinn sind in den letzten Jahren aber stetig angestiegen, was die starke Marktposition dieser wiederkehrenden Softwareerlöse auch widerspiegelt. Und in den vergangenen 10 Jahren hat die Aktie auch um mehr als 740% zugelegt. Das wäre also auch ein gutes Investment gewesen. Und nach einer Phase der Überbewertung, also Ende 2021, während der Tech-Rallye, hat der Kurs zuerst ein bisschen korrigiert, geht aber jetzt auch wieder stabil nach oben. Laut der Bewertungsmodelle von Investing Pro liegt der faire Wert bei 94 Euro. Das entspricht einem Abschlag von 9% unter dem aktuellen Kurs von 103 Euro. Also 9% Überbewertung ist jetzt nicht ganz so viel, das liegt noch irgendwo in einem fairen Bereich. Die Analysten sind hier etwas optimistischer. Sie sehen das durchschnittliche Kursziel bei 125 Euro und damit sehen sie noch ein größeres Aufwärtspotenzial. Mit Platz Nummer 14 kommen wir nach Australien, nämlich zur Technology One Limited, ein australischer Softwarekonzern, der auch seit 12 Jahren ununterbrochen Dividende zahlt. Technology One ist einer der führenden Anbieter von Enterprise-Software in Australien. Sie entwickeln cloudbasierte ERP-Systeme als integrierte Softwarelösung für Finanzen, Personalmanagement, Projektsteuerung und auch Unternehmensplanung. Die Kunden sind dabei vor allen Dingen öffentliche Einrichtungen, also öffentliche Hand, Universitäten, Versorgungsunternehmen, eher Unternehmen aus der öffentlichen Hand. Und dabei bedienen sie Australien und Neuseeland als Hauptmärkte, aber sind auch zunehmend in Großbritannien aktiv. Ja, das Geschäftsmodell basiert aus wiederkehrenden Cloud-Abonnements, was dann auch für stabile Umsätze und Margen sorgt. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,6% ungefähr. Technology One, die steigern ihre Dividenden seit 12 Jahren kontinuierlich mit einem durchschnittlichen Wachstum von rund 11% pro Jahr. In den letzten 3 Jahren lag das Dividendenwachstum noch ein bisschen höher, bei rund 15% im Schnitt pro Jahr. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei über 55%, also schon etwas höher. Das Unternehmen erzielt rund 552 Millionen australische Dollar Umsatz und 133 Millionen australische Dollar Nettogewinn, also schon eher im Small-Cap-Bereich. Das KGV liegt bei 95, ist schon sehr hoch bewertet. Die Margen und Cashflows sind allerdings stark, da das Cloud-Geschäft kontinuierlich wächst und der Anteil wiederkehrender Umsätze inzwischen bei über 90% auch liegt. In den letzten Jahren hat sich die Aktie auch mehr als verzehnfacht, also ein 11-Bagger hätten wir gehabt, ein Plus von über 1000%. Technology One zählt damit schon zu den erfolgreichsten Mid-Cap-Aktien Australiens. Der aktuelle Kurs liegt bei 38 australischen Dollar 80. Die Modelle von Investing Pro sehen einen fairen Wert aber bei 25 australischen Dollar. Also rund 35% unter dem aktuellen Kurs. Hier haben wir schon laut Berechnungsmodell eine starke Überbewertung. Analysten sehen das ein bisschen anders. Sie sind wieder positiver gestimmt und sehen das Kursziel im Schnitt bei 38 australischen Dollar. Also Analysten sehen das Unternehmen gerade in einer fairen Bewertung. Platz Nummer 13 führt uns zurück nach Europa, raus aus der Tech-Welt, rein in die Welt der Schnucke oder der Süßigkeiten. Und zwar kommen wir jetzt zu Lotus Bakeries, ein belgischer Familienkonzern, der seit 23 Jahren seine Dividende jedes Jahr erhöht. Das Unternehmen ist bekannt für seine ikonischen Karamellkekse Lotus Biscoff, die weltweit auch als Kaffeebegleiter verkauft werden, in Cafés zum Beispiel. Lotus Bakeries, die verkaufen ihre Produkte in über 70 Ländern. Der größte Markt ist dabei jedoch Europa, gefolgt von Nordamerika, wo auch die Marke Biscoff aktuell wächst. Auch in Asien bauen sie ihre Präsenz auf, vor allen Dingen in China und auch in Südkorea. Der Fokus liegt dabei auf Markenstärke und auf der Premium-Positionierung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 0,7%. Seit 23 Jahren steigern sie kontinuierlich mit durchschnittlich 20% pro Jahr über die letzten 7 Jahre. In den letzten 3 Jahren lag das Dividendenwachstum auch noch bei rund 18% im Schnitt. Die Ausschüttungsquote liegt mit moderaten 39% noch in einem Bereich, der okay ist und wo auch weiteres Wachstum noch möglich ist. Lotus Bakeries erwirtschaften 1,29 Milliarden Euro Umsatz und erzielen einen Nettogewinn von ungefähr 160 Millionen Euro. Also die Margen
sind hier nicht ganz so hoch, aber trotzdem hat sich die Aktie wirklich eigentlich immer gut entwickelt. Zuletzt schwächelt sie aber so ein bisschen, gerade durch die Kakaopreise, die auch hochgegangen sind. Habt ihr vielleicht auch an anderen Konsumgüterunternehmen gemerkt, die Süßigkeiten herstellen, wie Mondelez zum Beispiel, die haben ja gerade auch ein bisschen zu kämpfen. Aber insgesamt hat sich das Unternehmen trotzdem gut entwickelt und auch Umsätze, Gewinne sind schön kontinuierlich gestiegen. Das KGV liegt bei 41. Das ist für so einen Süßigkeitenhersteller erstmal schon hoch auf den ersten Blick. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich der Aktienkurs auch um mehr als 400% gesteigert und das Wachstum der letzten Jahre ist auch in den Kurs, in die Prognosen der Zukunft eingepreist. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 8.060 Euro je Aktie. Die Bewertungsmodelle von Investing Pro sehen den fairen Wert allerdings etwas niedriger bei 7.370 Euro, also rund 9% unter dem aktuellen Kurs, ist jetzt keine extreme Überbewertung, aber halt leicht. Die Analysten sind hier wieder optimistischer, wie immer irgendwie bis jetzt. Sie sehen ein Kursziel von rund 9.600 Euro und damit noch Aufwärtspotenzial. Zurück in die Tech-Welt führt uns Nummer 12, nämlich Broadcom, ein US-amerikanischer Technologiekonzern, der seit 15 Jahren ununterbrochen Dividende steigert. Broadcom ist einer der größten Halbleiter- und Softwarekonzerne der Welt. Das Unternehmen entwickelt Chips für Netzwerke, für Rechenzentren, für Smartphones oder auch Industrieanwendungen. Aber neben der Halbleitersparte, da besitzt Broadcom auch noch ein wachsendes Softwaregeschäft, unter anderem auch durch Übernahmen wie durch VMware zum Beispiel. Etwa 2 Drittel der Umsätze stammen aus den USA und Asien, der Rest aus Europa und auch anderen Märkten. Global ist Broadcom damit ziemlich breit aufgestellt, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,7%, aber in den letzten 15 Jahren hat Broadcom seine Ausschüttungen im Schnitt um knapp 26% jährlich erhöht über die letzten 7 Jahre. In den letzten 3 Jahren lag das Wachstum immer noch im Schnitt bei rund 14%. Die Ausschüttungsquote beträgt 57%. Das ist noch okay, aber finde ich auch schon etwas hoch dafür, dass die Dividendenrendite eigentlich gar nicht so hoch ist. Broadcom erwirtschaftet rund 60 Milliarden US-Dollar Umsatz und erzielt 19 Milliarden Dollar Gewinn. Das KGV liegt derzeit bei rund 88. Das wurde aber auch stark getrieben durch den Zukauf von VMware und auch den Boom im KI-Bereich. Also Broadcom ist wirklich auch ein Gewinner aus dem KI-Boom. Sowohl Umsatz als auch Gewinne wachsen seit Jahren eigentlich stabil zweistellig und im Moment auch weiter getrieben. In den letzten Jahren hat sich damit die Aktie um 3.500% verteuert, also in den letzten 10 Jahren. Das wäre schon eine richtig gute Performance gewesen, dort seit 10 Jahren investiert gewesen zu sein. Seit dem KI-Hype zählt Broadcom auch zu den Top-Performern im Halbleitersektor zusammen mit Nvidia und AMD. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 349 US-Dollar. Die Bewertungsmodelle von Investing Pro sagen einen fairen Wert von 305 Dollar voraus. Das ist 13% überbewertet. Aber 13% ist immer noch nicht übertrieben hoch. Die Analysten sehen das Kursziel allerdings auch hier wieder viel höher, nämlich bei rund 387 Dollar im Schnitt. Unternehmen Nummer 11 führt uns in die Welt der Finanzen, nämlich in die Welt der Versicherungsmakler. Und Brown & Brown, die vermitteln Versicherungen für Privatkunden, Unternehmen und auch staatliche Einrichtungen, so Sach-, Kranken- oder auch Spezialversicherungen. Sie sind also keine eigene Versicherung, sondern Versicherungsmakler. Sie verdienen an Provisionen und Servicegebühren. Der Umsatz, der stammt überwiegend aus den USA. Sie haben aber auch kleinere Umsatzanteile in Kanada, auf den Bermudas oder in Großbritannien. Die Dividendenrendite liegt bei rund 0,7%. Seit 32 Jahren steigern sie allerdings schon ihre Dividende. Sie sind also schon ein Dividendenaristokrat mit einem durchschnittlichen Wachstum von über 10% pro Jahr auf die letzten 7 Jahre. In den letzten 3 Jahren lag das Wachstum sogar bei 13,5% im Schnitt. Die Ausschüttungsquote liegt mit 16% sehr, sehr niedrig, also konservativ, und da ist noch Spielraum nach oben. Das Unternehmen erzielt fast 5 Milliarden US-Dollar Umsatz und über 1 Milliarde Nettogewinn. Das ist schon eine gute Marge. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 29, was angesichts der Stabilität eigentlich schon vertretbar ist. Und sowohl Umsatz als auch Gewinn sind in den letzten Jahren ziemlich konstant gewachsen und auch unterstützt durch viele kleine Übernahmen, die das Unternehmen immer mal so tätigt. In den letzten 10 Jahren hat sich der Aktienkurs fast versechsfacht sogar, ein Plus von knapp 500%. Die Aktie profitiert vom stetigen Wachstum im US-Versicherungsmarkt und auch eher in ihrer defensiven Geschäftsstruktur. Der aktuelle Kurs liegt bei 87,91 Dollar.
Der faire Wert laut den Finanzmodellen von Investing Pro liegt bei 89,70 $. Also sie ist nahezu fair bewertet, aber auch die Modelle sehen ein kleines Aufwärtspotenzial. Analysten sehen wiederum ein noch höheres Kursziel bei 108 $. Und damit kommen wir schon zur Top 10 und den 10. Platz führt die Visa an. Einer der weltweiten Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr und seit 17 Jahren ein zuverlässiger Dividendensteigerer. Visa betreibt eines der größten Zahlungsnetzwerke der Welt und zusammen mit Mastercard bilden sie eigentlich hier einen Duopol. Das Unternehmen verdient nicht an Kreditzinsen oder Ausfällen, das ist Aufgabe der Banken, sondern an den Transaktionsgebühren, wenn Kunden mit Visa-Karten zahlen oder auch mit ihrem Handy bezahlen, durch Apple Pay zum Beispiel und dort ihre Visa-Card hinterlegt haben. Das Geschäftsmodell ist hochprofitabel, skalierbar und auch sehr kapitalarm. Sie profitieren auch vom globalen Trend zu bargeldlosen Zahlungen, Online-Shopping, Mobile Payment und regional erzielt Visa ungefähr die Hälfte seines Umsatzes in den USA, aber auch den Rest in Europa, Asien und Lateinamerika über die ganze Welt halt verstreut. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt auch 0,7% ungefähr und seit 17 Jahren steigern sie Jahr für Jahr. Im Schnitt um fast 18% auf die letzten 7 Jahre und auch auf die letzten 3 Jahre mit rund 17,6% steigern sie hier wirklich konstant. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei nur 22%. Das ist auch noch ein sehr solider Rahmen und der lässt weitere Steigerungen auch zu. Das Unternehmen erzielt rund 39 Milliarden US-Dollar Umsatz und 20 Milliarden Nettogewinn, also wirklich schon eine sehr starke Marge von mehr als 50%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 33. Das ist für die hohe Marge eigentlich immer noch günstig, finde ich. Ein Premium-Wert, aber typisch für Visa aufgrund der stabilen Cashflows und auch der globalen Marktführerschaft auch hier. Das Wachstum bleibt solide zweistellig, auch ohne großen Kapitaleinsatz. In den letzten 10 Jahren hat sich die Aktie auf mehr als 370% gesteigert. Visa zählt auch schon zu den Dauerperformern im S&P 500. Im Moment ist die Aktie so ein bisschen auf dem Seitwärtstrend. Könnte eine kleine Chance sein, sich dort mal Visa genauer anzuschauen. Denn der aktuelle Kurs liegt bei 342 $, der faire Wert laut Berechnungsmodellen liegt bei 324 $. Diese Berechnungsmodelle sind ja immer ein wenig konservativer im Schnitt. Also hier wird bei Visa eine leichte Überbewertung gesehen. Analysten hingegen sehen jedoch mehr Puffer nach oben. Sie sehen ihr durchschnittliches Kursziel bei 391 $. Das bedeutet 15% Aufwärtspotenzial. Platz Nummer 9 geht an die Microsoft, einer der größten Technologiekonzerne der Welt und seit 20 Jahren bereits verlässlicher Dividendenzahler. In 3 Hauptsparten sind sie aktiv. Einmal Productivity und Business mit ihren Office 365 Produkten, aber auch LinkedIn, Intelligent Cloud und auch die Azure Cloud. Das Unternehmen profitiert auch stark von immer stärker werdenden Abo-Modellen oder immer mehr wiederkehrenden Abo-Modellen. Da haben sie durchaus noch sehr viel Potenzial nach oben und sind doch einfach durch ihren starken Burggraben, da sie in fast jedem Unternehmen der Welt einfach im Einsatz sind. Also Microsoft kann sich da kaum einer wegdenken. Azure ist auch die zweitgrößte Cloud-Plattform weltweit, direkt hinter Amazon Web Services. Dividendenrendite liegt bei rund 0,7%. Seit 20 Jahren wird stetig erhöht. Das durchschnittliche Wachstum lag immer so knapp über 10% auf die letzten 7 Jahre. Und auch auf die letzten 3 Jahre blieb das Wachstum konstant eigentlich auf diesem Niveau. Bei einer Ausschüttungsquote von 24% ist dies noch sehr niedrig und auch nachhaltig. Microsoft erzielt rund 282 Milliarden US-Dollar Umsatz und über 100 Milliarden Dollar Nettogewinn. Das entspricht einer Nettomarge von über 35%. Das KGV liegt bei 38, das klingt erstmal hoch, aber im Verhältnis zu anderen Tech-Konzernen ist das immer noch moderater bewertet. In den letzten 10 Jahren ist die Aktie um über 1000% auch gestiegen, also wir hätten hier auch einen 11-Bagger gehabt. Microsoft zählt damit zu den erfolgreichsten Langzeitinvestments auch weltweit. Der Aufstieg wurde zuletzt auch nochmal durch die Cloud-Sparte halt beflügelt und durch ihren Anteil auch an OpenAI. Der aktuelle Kurs liegt bei 514 US-Dollar. Der faire Wert laut Berechnungsmodellen wird bei 456 $ geschätzt. Also auch Microsoft ist laut Berechnungsmodellen um 11% überbewertet. Analysten sehen das hier wieder optimistischer und sehen ein Kursziel von 621 $ voraus. Mit Platz Nummer 8, der Intuit Inc., bleiben wir in der US-Tech-Welt. Denn das ist ein Softwarekonzern, der auch seit 15 Jahren seine Dividende steigert und auf digitale Finanzlösungen spezialisiert ist. Also Intuit entwickeln Finanz- und Buchhaltungssoftware für Privatpersonen, aber auch für kleine Unternehmen.
Bekannte Produkte sind unter anderem QuickBooks für die Buchhaltung, TurboTax für Steuererklärungen und Credit Karma für das Finanzmanagement. Sie haben auch durch den Kauf von Mailchimp ein Geschäft im Marketing-Segment aufgebaut, also haben ihre Software auch auf Marketing-Software ausgeweitet. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung in der Buchhaltung und in der Steuerberatung. Ja, die Umsätze stammen überwiegend aus den USA, aber sie haben auch wachsende Präsenz in Kanada, in Großbritannien und auch in Australien. Die Dividendenrendite liegt ebenfalls bei rund 0,7% zurzeit. Seit 15 Jahren steigern sie kontinuierlich. Das durchschnittliche Wachstum beträgt dabei rund 15% auf die letzten 7 Jahre. Und auch in den letzten 3 Jahren lag das durchschnittliche Wachstum bei 15,2% auf gleichem Niveau. Die Ausschüttungsquote liegt bei 31%, also noch sehr moderat und mit viel Luft nach oben. Intuit erwirtschaften knapp 19 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,9 Milliarden Nettogewinn. Bei einem KGV von 48 ist die Bewertung schon recht hoch, also auch höher als bei Microsoft zum Beispiel. Ihre größten Einnahmen, also die höchsten Einnahmen, erzielen sie über wiederkehrende Abo-Modelle. In den letzten Jahren ist die Aktie um 630% gestiegen und trotz wirtschaftlicher Schwankungen gehört Intuit eigentlich zu den profitabelsten Softwarewerten im Fintech-Bereich. Die Konkurrenz ist hier allerdings auch stark. Hier gibt es halt relativ viele kleine Unternehmen, die auch nachwachsen in diesen Sektoren. Hier wird die Zukunft wirklich spannend. Wachstumstreiber bei Intuit sind aber auch Cloud-Lösungen und die Integration von KI in die Steuer- und auch in die Finanzanwendung. Also wenn Sie es hier schaffen, die KI so anzuwenden, dass Sie wirklich richtig effizient mit Ihren Programmen das Arbeiten zulassen, dann sehe ich hier schon noch großes Aufwärtspotenzial. Der aktuelle Kurs liegt bei 661 US-Dollar. Der faire Wert wird bei 699 Dollar angegeben. Also ist Intuit tatsächlich unterbewertet laut Berechnungsmodell. Analysten sehen das noch optimistischer und sehen ein Kursziel von 812 Dollar voraus. Das sind 20% Potenzial nach oben. Mit Platz Nummer 7 betreten wir wieder die Welt der Medizintechnik. Denn wir haben hier Lemaitre Vascular. Das ist ein kleiner, aber hochprofitabler US-Medizintechnikhersteller, der seit 14 Jahren kontinuierlich Dividende erhöht. Lemaitre Vascular entwickeln, produzieren und vertreiben chirurgische Produkte für die Behandlung von Gefäßerkrankungen, also Operationen an Arterien und an Venen. In ihrem Portfolio befinden sich Stents, wenn man Herzinfarkte hat zum Beispiel, Ballonkatheter, Bypässe und auch Implantate. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf spezialisierte Gefäßchirurgie. Das ist eher so ein Nischenmarkt, aber mit stabiler Nachfrage, besonders weil die Gesellschaft auch immer älter wird. Etwa 60% der Umsätze stammen aus Nordamerika, 30% aus Europa und der Rest aus Asien. Das Geschäft ist schon stark margengetrieben, da Lemaitre auch eigene Produkte herstellt und direkt auch an Krankenhäuser verkauft. Die Dividendenrendite liegt hier bei 0,9% ungefähr. Seit 14 Jahren steigern sie kontinuierlich im Schnitt um 16,5% pro Jahr. Und auch auf die letzten 3 Jahre lag das Wachstum noch bei über 13% im Schnitt. Die Ausschüttungsquote von rund 34% zeigt auch, dass die Dividende gut gedeckt ist und da auch noch Luft nach oben ist. Das Unternehmen erzielt rund 235 Millionen US-Dollar Umsatz, also wirklich im Small-Cap-Bereich, und 47 Millionen Dollar Nettogewinn. Die operative Marge liegt bei über 20%, das KGV bei ungefähr 42. Das ist für ein Nischenunternehmen jetzt kein Schnäppchen, aber sie sind schon sehr profitabel. Lemaitre, die wachsen organisch und auch durch kleinere Akquisitionen, meistens von Spezialherstellern aus Europa auch. In den letzten 10 Jahren hat die Aktie über 600% zugelegt. Das ist schon eine beeindruckende Entwicklung für so ein Small- oder Mid-Cap aus dem Gesundheitssektor. Der aktuelle Kurs liegt bei 86 US-Dollar und der faire Wert laut Investing4 Berechnungsmodellen wird bei 75 Dollar ausgewiesen und damit sehen Sie das Unternehmen 14% überbewertet. Analysten sehen es wiederum optimistischer und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 105 Dollar und damit noch Luft nach oben. Unternehmen Nummer 6 führt uns wieder auf die andere Seite der Welt, nämlich wieder nach Australien. Mit der Steadfast Group Limited haben wir Australiens größtes Netzwerk unabhängiger Versicherungsmakler und damit einen der verlässlichsten Dividendenzahler des Landes. Also Steadfast ist ähnlich wie Brown & Brown kein klassischer Versicherer, sondern eine Holding, die über 400 Maklerfirmen auch unter ihrem Hut behält und mehr als 30 Underwriting-Agenturen unter einem Dach vereint. Sie fungieren also als eine Maklerplattform,
die ihren Partnern IT-Systeme, Schulungen, Marktzugang und auch Kapital anbieten. Sie profitieren indirekt von steigenden Versicherungsprämien, ohne selbst das Risiko dabei zu tragen. Der Markt allerdings ist stark fragmentiert und Steadfast nutzt das auch, um kleinere Zukäufe zu tätigen und damit ihr Netzwerk immer weiter auszuweiten. Etwa 90% der Umsätze stammen aus Australien und Neuseeland, aber einen kleinen Rest auch noch aus Asien und auch aus Großbritannien. Die Dividendenrendite bei der Steadfast liegt bei 1,3%. Sie steigern seit 12 Jahren kontinuierlich im Schnitt um rund 14% pro Jahr auf die letzten 7 Jahre im Schnitt. Und auf die letzten 3 Jahre haben sie ebenfalls um im Schnitt 14% gesteigert. Bei einer Ausschüttungsquote, die schon etwas höher liegt, bei 60%. Es ist immer noch irgendwo in einem soliden Rahmen, aber viel höher sollte sie jetzt meiner Ansicht nach auch nicht sein. Steadfast erzielen rund 2 Milliarden australische Dollar Umsatz und 390 australische Millionen Gewinn. Das KGV liegt bei 20. Das ist recht fair bewertet für so ein Unternehmen mit stabilem zweistelligen Gewinnwachstum. In den letzten 10 Jahren ist die Aktie um mehr als 400% gestiegen, also ein Verfünffacher. Das Kurswachstum zeigt schon die Stärke dieses Plattformmodells auch. Aber man muss dazu sagen, diese ganze Maklerwelt, ich weiß nicht, ob die im Zuge von KI langfristig so wettbewerbsfähig ist, weil Finanzmakler, Versicherungsmakler, das sind alles vielleicht Geschäftsbereiche, wo KI effizienter, schneller oder auch kostengünstiger in Zukunft einfach auch Beratungsleistungen anbieten kann. Also für mich, ich sehe da so ein bisschen Fragezeichen für die Zukunft. Aber vom aktuellen Kurs her haben wir 5,5 australische Dollar 90. Der faire Wert wird bei 6,70 Dollar geschätzt. Also hier sehen wir laut Bewertungsmodell wirklich ein Aufwärtspotenzial von 14%. Analysten sehen das noch ein kleines bisschen optimistischer und sehen einen fairen Wert bei 6 australischen Dollar und 80. Und damit kommen wir jetzt schon zu den Top 5 der besten weltweiten Dividendenwachstumsaktien. Auf Platz 5 haben wir die MSCI Inc., ein US-Finanzdienstleister, der die Grundlage für viele der wichtigsten Investmententscheidungen heutzutage liefert. Denn MSCI ist einer der führenden Anbieter von Finanzdaten, von Indizes und Analysetools. Bekannt ist das Unternehmen vor allen Dingen durch den MSCI World und andere Aktienindizes, die von Fonds und ETFs auch weltweit verwendet werden. Neben dem Indexgeschäft bietet MSCI aber auch ESG-Ratings an, Risikoanalysen, Portfolio-Management-Lösungen und alles auf Abo oder auch auf Lizenzbasis. Das sorgt für planbare, aber auch wiederkehrende Einnahmen. Etwa 60% der Umsätze stammen aus den USA, aber der Rest auch aus Europa und aus Asien. Die hohe Skalierbarkeit dieses Geschäftsmodells machen sie extrem profitabel, denn einmal entwickelte Datenprodukte bringen jahrelang einfach stabilen Cashflow. MSCI zahlt aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,35%. Seit 11 Jahren wird die Dividende auch kontinuierlich gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 7 Jahre betrug 22,8% und in den letzten 3 Jahren haben sie immer noch um 15,4% im Schnitt gesteigert. Bei einer Ausschüttungsquote von 45% ist das noch recht gesund. MSCI erzielen rund 3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,2 Milliarden Gewinn, also einer Nettomarge von rund 40% entspricht das. Das KGV liegt aktuell bei 35. Das klingt erstmal hoch, aber für die extremen Margen und diese Preissetzungsmacht ist das irgendwo noch gerechtfertigt. Sie profitieren also schon indirekt vom Boom passiver Investments, ETFs, die auf ihre Indizes aufbauen. In den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, hat sich der Aktienkurs verachtfacht. Ein Plus von rund 790%, beziehungsweise fast verneunfacht sogar. MSCI gehört zu den profitabelsten und stabilsten Wachstumswerten, damit auch im Finanzsektor. Der aktuelle Kurs liegt bei 534 US-Dollar. Der faire Wert laut Berechnungsmodell wird bei 514 Dollar geschätzt. Damit ist MSCI auch leicht überbewertet. Analysten sehen es wieder noch optimistischer und sehen ein Kursziel von 628 Dollar voraus, was rund 17% Potenzial nach oben bietet. Top 4. Den 4. Platz erhält die Monotaro, ein japanisches E-Commerce-Unternehmen, das still und effizient den B2B-Handel digitalisiert hat und Jahr für Jahr dabei ihre Dividenden gesteigert hat. Monotaro betreiben eine Online-Plattform für Industrie- und Wartungsbedarf. Das Sortiment umfasst über 20 Millionen Produkte, von Werkzeugen über Sicherheitskleidung bis hin auch zu Maschinenkomponenten, die man über einen B2B-Onlinehandel auch effizient und schnell und kostengünstig erwerben kann.
Kunden sind dabei kleine und mittlere Unternehmen, die früher eher bei Großhändlern gekauft haben, heute aber direkt und bequem online bestellen. Das Geschäftsmodell ist so ein bisschen wie die Festnell, nur halt auf Japanisch. Also vergleichbar auch mit Festnell oder mit so einem Amazon für Industriebedarf. Etwa 90% der Umsätze stammen aus Japan, der Rest aus internationalen Märkten, vor allen Dingen aber auch in Südostasien wie Südkorea, aus Indonesien und geringfügig in den USA. Wachstumstreiber sind vor allen Dingen die Digitalisierung im B2B-Bereich, aber auch die hohe Wiederkaufsrate der Kunden. Monotaro steigern ihre Dividende seit 15 Jahren in Folge kontinuierlich bei einer aktuellen Dividendenrendite von 1,64%. Das Dividendenwachstum ist schon beeindruckend, knapp 19% im Jahr über die letzten 7 Jahre im Schnitt und über 18% im Schnitt pro Jahr auf die letzten 3 Jahre gerechnet haben sie Dividende erhöht. Mit einer Ausschüttungsquote von 32% ist das auch noch sehr solide und da ist auch noch Wachstum nach oben. Der Umsatz liegt bei rund 309 Milliarden Yen, der Nettogewinn bei 29 Milliarden. Das KGV liegt bei 32, das ist für japanische Verhältnisse eher hoch, aber angesichts der Wachstumsraten wundert mich das jetzt nicht. Monotaro arbeiten schon extrem profitabel mit einer starken Skalierung durch ihre Online-Plattform und eine effiziente Logistik dahinter. In den letzten Jahren hat die Aktie um rund 157% nur zugelegt, sage ich jetzt mal, mit deutlichen Schwankungen, aber langfristig sieht man hier einen klaren Aufwärtstrend. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 1888 Yen. Der faire Wert allerdings laut der Berechnungsmodelle wird auf 2275 Yen geschätzt. Also die Berechnungsmodelle sehen hier ein Aufwärtspotenzial von gut 20% und diese Modelle sind eigentlich eher konservativ im Schnitt. Analysten sehen noch höhere Kursziele bei 2500 Yen voraus. Also Monotaro ist hier schon ein digitaler Wachstumswert aus Japan, den wahrscheinlich viele von euch noch gar nicht gehört haben. Und damit sind wir auch schon bei Platz Nummer 3 angekommen. Und wir befinden uns immer noch in Japan, denn wir haben diesmal die Aoyama Saizan Networks, ein japanischer Finanzdienstleister, der vom wachsenden Wohlstand und dem Generationenwechsel in Japan profitiert. Denn das Unternehmen berät vermögende Privatkunden und Unternehmen in der Nachfolgeregelung, bei der Erbschaftsplanung und bei der Vermögensverwaltung. Aoyama Saizan kombinieren Steuerberatung, Immobilienmanagement und Investitionslösungen unter einem Dach. Das ist schon in Japan ein einzigartiges Konzept. Da Japans Bevölkerung im Schnitt eher altert und jährlich auch Billionen Yen an Vermögen vererbt werden, profitieren Aoyama direkt vom größten Vermögenstransfer der japanischen Geschichte zurzeit. Der Großteil der Umsätze kommt aus Japan, doch über Partnerschaften expandiert man auch zurzeit nach Südostasien, vor allem auch nach Singapur und nach Taiwan. Die Dividendenrendite liegt bei 2,55% zurzeit. Seit 11 Jahren wird die Dividende kontinuierlich erhöht, bei einem Wachstum von rund 17% pro Jahr über die letzten 7 Jahre im Schnitt und 18% über die letzten 3 Jahre. Die Ausschüttungsquote liegt mit 45% noch in einem moderaten Niveau und da ist auch noch ein wenig Luft nach oben. Das Unternehmen erwirtschaftet rund 47 Milliarden Yen Umsatz und gut 2,5 Milliarden Yen Nettogewinn. Das KGV liegt bei 19. Das klingt erstmal fair für ein Finanzunternehmen mit zweistelligem Wachstum. In den letzten 10 Jahren hat sich die Aktie um über 850% gesteigert. Das war schon ein klarer Outperformer am japanischen Markt. Nach einer Konsolidierungsphase so zwischen 2018 und 2021 hat die Aktie auch zuletzt wieder stark an Fahrt aufgenommen. Der aktuelle Kurs liegt hierbei zurzeit bei 2000 Yen. Der faire Wert laut der Berechnungsmodelle von Investing Pro wird allerdings noch höher geschätzt, nämlich bei 2176 Yen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 9%, also relativ fair eher bewertet. Aoyama Saizan ist damit ein Dividendenwachstumswert aus Japan, der vom Megatrend Vermögensübergabe profitiert. Solide, profitabel und langfristig schon relativ spannend. Es gibt allerdings hier keine Analystenschätzungen dazu. Kurzer Einschub, wenn ihr euch auch für das Tool interessiert, mit dem ich die Aktien gescreent habe für das Video, dann schaut euch gerne mal investing.com an mit der ProPix KI bzw. Investing Pro, die zum einen halt den Aktienscreener anbieten mit den Kriterien, die ich jetzt auch verwendet habe. Ihr könnt aber auch beliebige weitere Kriterien für eure Analyse verwenden oder ihr benutzt einfach die ProPix KI. Das sind vordefinierte Strategien, die unter verschiedenen Kriterien halt Aktien auswählen durch die KI, die insgesamt den Anspruch haben, die Indizes outzuperformen.
Der S&P 500, Samurai zum Beispiel, möchte den S&P 500 outperformen. Die Techstars, mit dieser Strategie soll der Nasdaq outperformt werden. Es gibt viele Strategien, auch für verschiedene Länder, auch Schweizer Aktien sind neu hinzugekommen. Das Tool hier von Investing Pro ist sehr umfangreich, also man kann verschiedene Analyseideen auch verwenden. Man kann die Screener verwenden, man kann die Propix KI verwenden, man kann Bowen AI befragen, eine KI speziell für den Finanzmarkt, aber sich auch einfach durch Charts die Unternehmen grafisch auswerten lassen. Also schaut echt rein, das Tool ist sehr mächtig, ich nutze es sehr gerne und über meinen Link bekommt ihr auch 15% Rabatt. Der Link befindet sich in meiner Videobeschreibung und oben im obersten angehefteten Kommentar. Der zweite Platz führt uns zurück in die USA und diese Auswahl, die erstaunt mich wirklich, denn hier haben wir tatsächlich einen REIT, nämlich Terreno Realty Corporation, ein US-Immobilienunternehmen, also ein REIT, das von den Megatrends E-Commerce und Logistik auch profitiert. Terreno Realty, die besitzen, entwickeln und vermieten Industrie- und Logistikimmobilien in den wirtschaftlich stärksten Regionen der USA, vor allen Dingen in den Ballungsräumen, die küstennah sind, wie Los Angeles, New York, Miami, Seattle, San Francisco und auch Washington, D.C. Das Ziel von ihnen ist es, Immobilien in zentraler Lage in Nähe der Häfen und der Flughäfen zu platzieren, wo die Flächen halt knapp sind und Mieten hoch sind und stabil sind. Dadurch kann Terreno halt stetig die Mieten erhöhen und auch langfristige Verträge mit bonitätsstarken Mietern abschließen. Die Dividendenrendite von Terreno liegt aktuell bei 3,41%. Sie steigern ihre Dividende seit 11 Jahren kontinuierlich mit einem Wachstum von über 12% im Schnitt pro Jahr über die letzten 7 Jahre. Über 13% auf die letzten 3 Jahre gerechnet. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 83% bezogen auf den Funds from Operations. Hier haben wir ja ein REIT, das müssen wir ein bisschen anders betrachten. Allerdings müssen REITs ja so viel ausschütten, deswegen ist das erstmal auch kein besorgniserregender Wert. Im letzten Quartal erzielte Terreno einen Funds from Operation von rund 252 Millionen US-Dollar, also rund plus 20% Wachstum über 5 Jahre. FFO je Aktie liegt bei 2,51 $ und hier sieht man auch einen schönen Wachstum über die Jahre. Also sie sind wirklich immer profitabler geworden. Die Bilanz ist ziemlich solide, nur 15% Verschuldung gemessen an den Vermögenswerten und die Verschuldung, die ist sogar rückläufig über die Jahre. Und der Zinsdeckungsgrad liegt bei über 11. Also das ist schon ein sehr konservativ und stark gemanagter REIT. Das Portfolio umfasst knapp 19 Millionen Square Feet vermietbare Fläche mit einer Auslastung von fast 98%. Die Auslastung ist ein bisschen gesunken, aber auch nicht schlimm. Die Mieten steigen konstant, während die Flächen auch strategisch in diesen Premium-Logistik-Standorten konzentriert sind. Und das macht Terreno schon widerstandsfähiger gegenüber Konjunkturschwankungen. In den letzten 10 Jahren hat Terreno rund 250% zugelegt, für ein REIT wohlgemerkt, trotz steigender Zinsen und schwieriger Marktphasen aktuell auch. Der aktuelle Kurs liegt bei 60,98 $, während der faire Wert laut der Berechnungsmodelle bei 59 $ liegt. Also wir sind hier leicht überbewertet, aber schon qualitativ ziemlich stark. Analysten sehen Kursziele von 63 $ voraus. Sie sehen hier noch leicht Luft nach oben. Und wer sich für REITs interessiert, sollte sich Terreno echt mal näher anschauen. Und damit kommen wir zum Finale und zu einem sehr unbekannten Wert, denn wir landen in Pakistan. Mit High Noon Laboratories, ein aufstrebendes Pharmaunternehmen aus Pakistan, haben wir schon eine beeindruckende Wachstums- und auch Dividendenhistorie und eine Dividendenhöhe von über 3%. Denn High Noon produzieren und vertreiben verschreibungspflichtige Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Impfstoffe. Sie decken zentrale Therapiebereiche ab, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen und agieren dabei in einem stark wachsenden, aber auch politisch sehr zwiegespaltenen Gesundheitsmarkt. Pakistan zählt über 240 Millionen Einwohner, wo die Nachfrage nach medizinischer Versorgung rasant steigt, aber sie liefern auch in weitere Länder in der Region, nach Afghanistan zum Beispiel oder andere muslimische Länder, die aber auch politisch sehr instabil sind, wie Jemen, wo Pharmaunternehmen aus anderen Regionen der Welt, gerade US-Unternehmen, es schwer haben, auf diesem Markt auch Geschäfte zu machen. Dort ist High Noon aktiv. Die Dividendenrendite liegt bei rund 3,5%. Seit 15 Jahren wird die Dividende jedes Jahr erhöht. Das ist schon ein außergewöhnlicher Track Record für so ein Schwellenlandunternehmen. Das Dividendenwachstum ist dabei enorm, 33% pro Jahr über die letzten 7 Jahre im Schnitt und über 40% Dividendensteigerung
in den letzten 3 Jahren im Schnitt. Die Ausschüttungsquote von 60% ist schon etwas höher, aber es ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. High Noon erwirtschaften 25,8 Milliarden pakistanische Rupien Umsatz und 3,5 Milliarden Rupien Nettogewinn. Das KGV liegt bei 17, das ist immer noch recht fair bewertet angesichts des enormen Wachstums. Das Unternehmen steigert Umsatz und Gewinn seit Jahren eigentlich zweistellig und ist operativ auch äußerst stabil. In lokaler Währung hat die Aktie in den letzten 10 Jahren über 900% zugelegt. Das ist schon eine starke Performance, also auch ein Ten-Bagger in Rupien. Allerdings gibt es einen Haken, denn die pakistanische Rupie hat schon massiv an Wert verloren, also sie ist wirklich stark am Abwerten, noch schlimmer als der indische Rupien. Ein Euro entspricht heute rund 330 Rupien, vor 10 Jahren waren es weniger als 120. Das heißt, in Euro gerechnet wäre der Kursgewinn hier deutlich niedriger und auch die Dividendensteigerungen in Euro umgerechnet fallen natürlich deutlich niedriger aus. Und das Dividendenwachstum wird durch den fallenden Rupien natürlich sehr stark abgeschwächt. Der aktuelle Kurs liegt bei 1140 Rupien, der faire Wert bei rund 1250 Rupien. Also wir haben hier eine 10%ige Unterbewertung oder andersherum ein 10%iges Aufwärtspotenzial laut den Berechnungsmodellen. Ja, Analystenschätzungen gibt es hierzu nicht. High Noon hat schon eine beeindruckende Wachstumsstory mit starker Bilanz und konsequenter Dividendenpolitik. Das Währungsrisiko hier sollte man aber definitiv im Auge haben, außer ihr bezieht vielleicht eure Einkünfte in pakistanischen Rupien und bestreitet damit euren Lebensunterhalt. Aber ich glaube es eher nicht, denn laut meinen YouTube-Analytics habe ich wenige Zuschauer oder besser gesagt gar keine Zuschauer bis jetzt aus Pakistan. Und hier seht ihr jetzt nochmal alle 19 Unternehmen im Überblick. Wenn ihr euch nochmal ein Gesamtbild verschaffen wollt, dann macht gerne einen Screenshot oder ein Foto, wenn ihr es auf dem Fernsehen guckt, was auch immer. Und schaut euch die Unternehmen, wenn sie euch interessiert haben, gerne mal genauer an. Und wenn ich euch eins davon mal im Detail analysieren soll, im Rahmen meiner typischen Aktienanalysen, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, denn hier waren auch für mich einige spannende Überraschungen dabei und ich würde mich sehr freuen, mal eure Eindrücke zu erfahren, über welches Unternehmen ihr gerne mehr wüsstet. Also haut's mir rein in die Kommentare, ich freue mich drüber und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dann. Ciao, ciao.